Hallo und willkommen zu unserer Motorradtour in der Region zwischen Garda und Diseosee. Im Video zeigen wir euch den interessanten zweiten und rot dargestellten Teil der Strecke über den Passo di Croce Domini. Die Teilstrecke ist ca. 140 Kilometer lang und bietet atemberaubende Aussichten und tolle Landschaften. Sie ist tatsächlich eine der schönsten Strecken, die wir je gefahren sind. Am Mittag haben wir das Ostufer des Lago di Seo erreicht und genießen den wundervollen Blick auf die großen und kleinen Inseln. Die winzige Isola di Loreto, ein wirkliches Kleinod, befindet sich im Privatbesitz einer italienischen Dynastie. Der Lago di Seo ist mit 65 Quadratkilometern der viertgrößte oberitalienische See und aufgrund seiner Lage nicht so überlaufen. Er kann komplett umrundet werden, wir aber fahren nur bis zum nördlichen Ende. Im Künstlerdorf Bieno beginnt die Anfahrt zum Passo di Croce Domini. Schon im Ort geht es steil bergauf. Die Breite der Passstraße variiert ständig zwischen 2,5 und 4,5 Metern. Dazu kommt natürlich passtypisch eine Vielzahl von Haarnadelkurven. Gut, dass der Autofahrer den Gegenverkehr abgewartet hat. Mitdenken ist mitunter schwierig und darauf verlassen kann man sich nie. Dieser Fahrer hat es gut gemeint, aber leider an der falschen Stelle gehalten. Eine optimale Linie konnte ich so nicht fahren. Der Pass ist im Winter von November bis Mai gesperrt. Der Ortsteil Degna liegt bereits auf 980 Meter Höhe.
Die Straßenführung ermöglicht an vielen Stellen herrliche Ausblicke in das Valle Camonica. Die Restaurants in Campolaro bieten auf jeden Fall gute Aussicht. Ob das Essen dem entspricht, wäre auszuprobieren. Die letzten Siedlungen liegen hinter uns und jetzt geht's zum Pass. Das Rifugio Bazzena ist sowohl Schutzhütte als auch Rastgelegenheit in dieser einmaligen Landschaft. Für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt. Ganz oben erkennt man die teilweise geschotterte Via Maniva. Sie führt zum Maniva-Pass und ist eher für Offroad-Motorräder geeignet. Am Rifugio, das bei Motorradfahrern sehr beliebt ist und direkt am Pass liegt, werden wir aus Zeitmangel leider nicht anhalten. Offroad-Biker können jetzt rechts zum Maniva-Pass abbiegen. Der Passo Croce Domini ist nicht, wie man denken könnte, der höchste Punkt der Tour, sondern der 1 Kilometer entfernte Colletto di Cardino. Das war knapp.
Die Ostrampe verlangt einen geübten Fahrer und bietet atemberaubende Ausblicke in einsame Tallandschaften. Ab und an tauchen Bergwirtschaften auf, die selbstgemachte Produkte, vor allem Bergkäse, anbieten. Ein Tal ist schöner als das andere, je näher wir an das Valle Caffaro kommen.
Die Nachmittagssonne verzaubert die Landschaft so, dass es einem fast die Sprache verschlägt. Valle d'Orizo hat 2 Dutzend Einwohner, die heutzutage überwiegend vom Tourismus leben. Im ausgehenden Mittelalter gab es in der Gegend Eisenerzabbau und auch Eisenschmelzen, was zeitweise etwas Wohlstand brachte. Das Cafaro-Tal mit dem Hauptort Bagolino endet am Lago d'Itro. Hier bei Ponte Cafaro, am nördlichen Ende des Lago d'Itro, verlief bis 1918 die Grenze zwischen Österreich und Italien. Von Storo aus führt die Via Ampola durch eine sehenswerte Schlucht zum Ledro-See. Die Kurven verleiten manche zu waghalsigen Manövern. Vorsicht ist trotzdem angebracht, denn die gut ausgebaute Ost-West-Verbindung kann hinter jeder Kurve eine Überraschung bieten.
Glücklicherweise herrscht heute wenig Verkehr und daher ist das Fahrvergnügen umso größer. Der Letrosee, mit einer Lage wie aus dem Bilderbuch, ist durch eiszeitliche Gletscher entstanden. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts lag das Letrotal einsam und verlassen 600 Meter oberhalb des Gardasees. Es war nur über schmale Gebirgspfade erreichbar. Nach Bau der abenteuerlichen Via Ponale im Jahr 1847 gibt es seit 1992 diese gut ausgebaute Straße zum Gardasee. Für diesen Van ist sie anscheinend eine krasse Herausforderung. Piacenza liegt unmittelbar vor dem langen Tunnel, der nach Riva del Garda führt. Nach diesem sind es nur noch wenige Kilometer bis zu unserem Urlaubsort Arco. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.